Genau, also die Frage ist ja, wie sollte eine mittelständische Firma in Bezug auf Business Process Intelligence, BPI, ja, sich positionieren bzw. wie viel investieren? Genau, also da würde ich mal Folgendes zusammenfassen. Also wir hatten schon Projekte im Vorfeld eines ERP-Assessment. Da haben wir 9 Monate zu zweit die Ist-Prozesse analysiert, um dann eine Übereinstimmung mit den Soll-Prozessen und den ERP-Prozessen herzustellen und zu prüfen und das als Grundlage für die Entscheidung des ERP-Systems einzuführen. Ja, was natürlich bei so einem Projekt anfällt, und das war in dem Fall hauptsächlich ein Analyse- und Prozessmodellierungsprojekt, ist natürlich die Software für die Prozessmodellierung. In dem Fall empfehlen wir selbstverständlich Signavio, weil wir auch mit denen schon sehr zufrieden sind und mit vielen Kunden zusammenarbeiten und das auch natürlich von SAP unterstützt wird. Das heißt der Process Modeler von Signavio und natürlich auch die Aufwände, die notwendig sind, um die Modellierung und Analyse zu machen der Beratung. Wir haben auch schon bei einigen Mittelständlern zum Beispiel kleinere Voranalyseprojekte gemacht, zum Beispiel 5 Arbeitstage oder 10 Arbeitstage. Genau. Also der Vorteil von solchen Voranalyseprojekten ist natürlich, dass man mehr Sicherheit gewinnt bei der Entscheidung, und wenn man sich auch zum Beispiel gegen ein ERP-System, ein neues ERP-System entscheidet, kann man ja trotzdem die Ergebnisse dieser Voranalyse wiederverwenden. Wenn man sich dafür entscheidet, reduziert das natürlich auch das Risiko für das ERP-Projekt. Ich muss sagen, die kürzeren Analyseprojekte waren auch gut, aber teilweise wäre es tatsächlich besser gewesen, noch mehr zu investieren in der Voranalyse, um noch mehr Sicherheit zu gewinnen. Also das war das ganze Thema Prozessmodellierung. Was es natürlich auch gibt, wenn man sich für ganz bestimmte Prozesse, die ganz unternehmensentscheidend sind, konzentrieren möchte und sehen möchte, wie kann man seine Prozesse verbessern, dann kann man die auch mit BPI simulieren. Das heißt, ich kann simulieren, sagen wir mal, die Erfassung von Lieferantenrechnungen. Ja, wenn ich sage, wenn ich die manuell erfasse zum Beispiel, dann braucht man eine Viertelstunde pro Rechnung, man hat vielleicht 100 Rechnungen pro Woche oder so, Lieferantenrechnungen, man muss alles eingeben, die Steuern und pipapo, man kann ausrechnen, wie viele Mitarbeiter man dafür braucht, um das zu machen, und man kann simulieren, welche Engpässe dadurch entstanden sind. Und man kann auch ausrechnen, wie viele Kosten dadurch entstanden sind, weil man ja weiß, was die Mitarbeiter jeweils kosten pro Stunde. Und das kann man dann vergleichen mit einem verbesserten Prozess. Der verbesserte Prozess, der zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz die PDF-Dokumente, die Lieferantenrechnungen einliest, da braucht man dann vielleicht nur noch 5 Minuten Nachbearbeitung anstatt 15 Minuten. Und diese Zeitersparnis, diese 10 Minuten multipliziert mit den 100 Rechnungen pro Woche, es gibt ja eine ganz konkrete Einsparung von Kosten pro Monat, pro Jahr und so weiter und so fort. Und sowas können wir auch simulieren mit dem BPI-Tool an der Stelle. Ja, wenn Sie sich darüber noch ein bisschen genauer informieren möchten, dann treffen Sie uns bei events.adapro.eu. Link unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf Sie.